Kilometer und da hinten ist der Indische Ozean. Wir haben es gleich geschafft. Da stehen sie. Dann haben sich ja Stehplätze gesucht, die Haare. Und die Pippi ist in den Augen. Schaka! Der Indische Ozean ist erreicht. Hinter den Palmen, jetzt gleich hinter dem Avocadobaum, sieht man die Silhouette. Hier, da sieht man jetzt Mombasa. Wir sind 30 Kilometer unterhalb südlich von Mombasa. Das ist ein epischer Moment für uns. Yvonne hat nämlich die ganze Zeit geflennt. Muss mal petzen, ja. Ist Wahnsinn. Es ist aber auch eine Petze. Also, es ist wirklich etwas sehr Besonderes. Das ist unglaublich. Wenn man Jahre geplant hat, wo wir ja so super im Plan sind, nämlich gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, diese Küste, dieses Stück am Meer, am Indischen Ozean, war ein echt großer Zielpunkt. Und das zu erreichen ist immer echt noch besonders. Also ja, es gibt gar nicht die Steigerung von irgendwie was noch besonders ist, aber es macht es halt einfach echt aus. Das ist so Bucketlist, ein ganz dicker Punkt, den wir jetzt gerade abarbeiten. Und jeder hat ja so unterschiedliche Träume und wenn man sich Träume erfüllen kann, und das machen wir ja gerade, das ist ein unbeschreiblich berauschendes, erfüllendes Gefühl. Ja, und das haben wir halt. Das teilen wir mal mit euch, auch wenn wir hier irgendwie ständig, seitdem wir in Kenia sind, vor der Kamera flennen, fand ich immer irgendwie doof. Aber es sind einfach die Emotionen, die mit uns da durchgehen, und das ist die Erfüllung eines Traums. Es ist einfach geil. Wenn ihr einen Traum habt, arbeitet dran, den zu erfüllen. Das ist mit kaum irgendetwas zu toppen, dieses Gefühl. Jetzt versuchen wir das mal ein bisschen zu genießen und nicht nur zu heulen. Habari na Karibu aus Diani Beach in Kenia. Eigentlich ein klassischer Touristenspot, aber auch die Heimat eines besonderen Overlander-Treffpunktes. Lasst euch von unserer Emotionalität nicht abschrecken, denn so sind wir eigentlich sonst nicht. Aber es geht gerade ein weiterer riesengroßer Traum in Erfüllung. Wir fahren aus eigener Kraft mit unserem eigenen Fahrzeug in Afrika an den Indischen Ozean. Und da darf man hoffentlich mal etwas Pipi in den Augen haben. Kommt mit und bleibt dabei, wenn wir nach Tibi Beach fahren. Viel Spaß! Die letzten Meter. Hier sind alle großen Abenteurer irgendwann angekommen, die durch Afrika gefahren sind. Und jetzt kommt hier auch der kleine René an. Ich finde es so geil. Seitdem ich 16 bin, lese ich ja alle möglichen Bücher, Zeitschriften, und irgendwann kamen die alle hier an. Tibi Beach. Aber ich muss noch ein Stück weiter. Wir wollen nämlich zum Twiga. Das muss ja irgendwie auch so ein Overlander-Treffpunkt sein. Das muss quasi das afrikanische Argonda Beach sein. Argonda Beach ist quasi der gleiche Overlander-Treff am Indischen Ozean, nur auf der anderen Seite, wenn man in Indien angekommen ist. Einer meiner weiteren To-Dos, die noch anstehen. Und nachdem ich jetzt hier eben schon so emotional erregt bin, habe ich beschlossen, ich muss auf jeden Fall noch bis nach Argonda fahren, weil das ist so ein tolles Gefühl, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und dann ist es soweit. Wir erreichen Twiga Lodge und Campsite und nach dem letzten Stück elende Schokolei sehen wir ihn. Der weiße Sandstrand, und wie von selbst fährt unser Auto mitten auf den Strand, so als würde er sich auch auf eine Pause vom Abenteuer freuen.
Wasser hat jetzt hier aktuell, das sind mindestens 30 Grad. Das ist wirklich richtig warm. Also das ist nicht nur warm, sondern das ist warm. Das ist ein bisschen Badewannentemperatur. Das habe ich so noch nicht erlebt. Aber das ist jetzt natürlich, weil das Hauptwasser zurückgelaufen ist, dass das Wasser, was jetzt hier steht. Wir wollen ja jetzt mal gucken, wie das hier ist mit Kiten. Hier ist halt ein bisschen schwierig. Man hat halt anlandigen Wind. Da hinten ist ja das Riff. Und hier vorne, wenn Flut ist, wäre das Wasser eigentlich hoch genug. Hier könnte man fahren. Nur muss man gucken, dass man halt hier starten kann, ohne dass man seinen Schirm in den Palmen hängen hat. Und beim Starten vor allen Dingen dann gleich, ja. Der Schirm oben ist ja oben, aber du musst halt gleich Höhe ziehen. Laufen. Da hast du ein bisschen Brandung, die hier reingeht. Aber wir laufen jetzt mal weiter den Strand lang. Da war ich ja heute früh schon mal meinen Morning Run machen. Aber habe da nicht so genau geguckt, wie die Kite-Bedingungen sind. Aber dieses abgrenzende Riff, das hört da vorne, hört das irgendwie auf. Da laufen wir jetzt noch mal hin. Da fließt nämlich der Kongo River hinein in den Indischen Ozean. Ach, endlich war ich mit ihm dann mal am Kongo. Das ist doch auch gut. Und jetzt werdet ihr Zeitzeugen, wie wir den Kongo River queren. Hm? Das ist mal eine Flussdurchfahrt. Ich laufe. Ich kenne ja keine Schmerzen und werde mich jetzt für euch mal in die Fluten des Indischen Ozeans stürzen. Und zwar in die richtigen Fluten. Mal gucken, wie kalt oder warm da das Wasser ist. Wahrscheinlich ist da jetzt kalt und dann erschrecke ich beim Reingehen. Da geht er hin. Das Problem ist, dass halt echt Wind jetzt aufkommt. Und da, wo wir sind, können wir nicht kiten. Hier könnte man jetzt kiten, aber das ist jetzt hier 3 Kilometer entfernt von unserem Stellplatz. Ich kann es euch sagen, hier kann sogar der Südhesse baden gehen. Ja? Das ist weiterhin Badewannenwasser warm und ich glaube, hier kann sogar ich ohne Neo kiten. Aber den Kitespot müssen wir hier noch finden. Oh, ich grüße euch alle mal, ihr lieben Freunde von Laila on Tour. Ich bin die neue Fingerpuppe vom René. Er hat gerade einen Kopf gefunden. Aber das ist voll buntig, das ist irgendwie ganz gut. Lecker. Wir sitzen gerade so richtig schön in unserem Auto, haben uns da mal eingeigelt, haben mal ein bisschen Filmkontrolle geguckt, der jetzt dann am nächsten Sonntag rauskommen soll. Und haben vollkommen verpasst, dass die zwei angekommen sind. Heimlich haben sie sich angeschlichen. Dann sind wir rausgestürmt. Und dann bin ich gerade ein bisschen außer Atem. Weil eben gerade die Tür war offen von unserem Auto und da stand ein ganz neugieriger Green Velvet Monkey, eine grüne Meerkatze, und hat nämlich in unser Auto geguckt und ich hatte gerade noch das Brot vorhin, habe ich meine Brotscheibe abgeschnitten, das lag nämlich noch da. Das riechen die extrem. Also kein Problem mit allem anderen, was nicht zu essen ist, oder die geschlossenen Kokosnüsse, das ist alles kein Ding. Aber Essen riechen die. Gehen Sie rein. Heute Morgen hat mich auch schon einer angeguckt, als ich drinnen saß. Einen schönen guten Morgen vom Indischen Ozean. Heute Morgen ist es leicht bewölkt. Das heißt aber nicht, dass es kühler ist. Nichtsdestotrotz nutzt René jetzt noch mal kurz die Möglichkeit, in das leicht abkühlende Wasser zu gehen, das noch da ist, weil gleich ist es nämlich schon wieder furt. Aber heute Morgen ist es wunderbar, kann ich euch nur sagen. Kristallklar hier vorne. Gestern war es ja so ein bisschen unruhig. Ja, was hat er denn da? Lebt das? Das sah eben so aus, als hätte es sich bewegt, aber das hat nur René wahrscheinlich bewegt. Es gibt nämlich nicht ganz so viel Gemüse heute im Wasser. Gestern war viel mehr Gemüse im Wasser. Fand ich das ein bisschen eklig. Aber ich war heute Morgen auch schon ganz lange hier drin. Aber ihr seht hier, wenn ich jetzt mal nach unten gucke, wie stark die Strömung ist, die nach draußen zieht. Die Tide. Man sieht nämlich da schon wieder die ersten Steine. Und das Wasser ist echt herrlich erfrischend kühl. Im Gegensatz zu nachmittags. Jetzt hat es vielleicht nur 20 Grad. Ach, da lache ich ja 20 Grad, Mann. Das hat 26, 27, 28. So, hier kriegen wir jetzt frischen Fisch geliefert. Wow. And this is? This is white snapper. This is a white This is a white snapper.
Okay, this is our supper. This is toffee. Toffee. But they're okay. There's okay. Die sehen sehr ähnlich aus. So, I have no idea. So, but the thing. But this is enough for 4 people. This one. Yeah, isn't it? So this is enough. What about this? Because I pay for all. You paid for all. Yes. That's a problem. This is 3 kg and this is almost whatever 350 per one. Per piece. Per piece. Okay. So and this one is These are 3 kg. 3 kg. This is 3 kg. A little bit chick. okay. Yeah. This is So, yeah. We have a. plus this, it was no. This is 2.0. Plus this, it was 3.28, I think. Yeah, he can measure it. It's Okay, not the measure problem. it, yeah, He I can think- measure it. Yeah, Okay. So then, yeah, we will take. because I measured them all. Wir haben ja eben noch längere Zeit gebraucht, weil unser Fisherman statt um 3 jetzt schon um 12 gekommen ist und wir jetzt unser Abendessen gerade angeliefert bekommen haben. Toffee und Red Snapper. Nein, Super. White Snapper. White Snapper. White Snapper. Aber die schmecken wohl gleich. Ich habe ja keine Ahnung von Fisch, aber die sollen gleich schmecken. Aber es ist schon ein richtiger Apparat. Den haben sie jetzt, hat er jetzt auch schön sauber gemacht. Und jetzt habe ich ihn gerade noch so oben in den Kühlschrank reinquetschen können. Und ich will nicht in das heiße Wasser steigen. Das Weil ist jetzt so wir wollen nämlich da hinten mal an das Cliff. Da soll man wohl überall schon schön die bunten Fische sehen können. Und das machen wir jetzt mal. Aber ich sag euch hier, das Wasser hier, das hat 28, 29 Grad locker. Wahnsinn. überschreitet locker die 30. Meinst du? Das glaube ich wiederum Doch, nicht. doch, doch, doch. Aber ist ja auch Ich werde egal. es morgen mal messen für euch. Genau, mal ein Controlletti. Es ist auf jeden Fall schön warm und wir wollen jetzt da hinten hin. Und es ist so heiß allgemein. Hier haben wir ein kleines, natürliches Aquarium. Die Korallenriffe der afrikanischen Ostküste sind ein wichtiger Lebensraum für eine große Vielfalt an Meerestieren und ähneln sich in weiten Teilen des gesamten Küstenstreifens von Norden bis in den Süden. Wer schon einmal in Ägypten war, kennt das auch. Zu Beginn ist das Wasser flach und dann fällt es plötzlich an der Riffkante wie an einem Mauerabbruch ab und die Tierwelt explodiert in ihrer Vielfalt. Hier sind ganz viele Seesterne. Da nehme ich auch noch. Diese Dinge hier, die heißen ja nicht Seestern, die heißen irgendwie Softstern oder Weißstern oder keine Ahnung, die haben irgendeine andere Bezeichnung. Und auf jeden Fall kann man bei denen, wenn die ein Bein verlieren, wächst das automatisch wieder nach. Das heißt, ich würde jetzt mal vorschlagen, dass ich exemplarisch so einem Ding mal das Bein ausreiße. Das ist total sympathisch. Also diese Aufnahme wird nicht benutzt. Gefühlt sind hier ganz viele einzelne Arme. Also ehrlich, wenn man sein Kleinkind hier baden wollte, müsste man kaltes Wasser zulaufen lassen. Hätte ich nie gedacht, dass es so etwas gibt. Nie. Zu warmes Wasser für mich. Aber tatsächlich, für eine Erfrischung ist das definitiv zu warm. So, jetzt nehme ich euch mal wieder mit zu unserem neuesten Abenteuer auf andere Art. Wenn man am Strand ist, gerne kitet, ist man sehr abhängig vom Wind. Und sobald ein Windhauch aufkommt, denkt man, oh, das langt. Wenn man dann noch 100 Meter am Strand entlang einen anderen Schirm auf dem Wasser sieht, denkt man, ach geil, jetzt geht's los. René hat eben in aller Eile unser Brett zusammengeschraubt. Ich habe den Schirm aufgebaut und René wollte raus. Allerdings sind hier
die Voraussetzungen etwas suboptimal. Wir haben jetzt Flut. Das heißt, das Wasser kommt immer höher. Es gibt unheimlich viel Gras im Wasser. Und René hat nicht genug Grip gehabt, als er ins Wasser reingegangen ist. Und um die Leinen war das Gras verheddert, so dass er gar nicht erst vernünftig starten konnte. Der Wind war auch weniger. Er wird jetzt sagen, er ist gerade weniger. Er ist mehr geworden. Nee, ist er mehr geworden. Wind Mal ganz kurz ist er jetzt mehr. Aber nichtsdestotrotz sind die Startbedingungen immer noch kacke. Ich glaube aber ganz gebe ich noch nicht auf. Ich habe noch einen Moment. Ich werde noch mehr einen Plan überlegen. Und dann wollte er zwischen den Bäumen starten. Hat er eben mich mit Leine auslegen lassen. Das mache ich nicht mit ihm. Sauber? Das mache ich nicht mit ihm. Weil gerade nach 1,5 Jahren das erste Mal wieder starten, wir streiten uns immer. Und es funktioniert immer nicht richtig. Ich streite mich ja nicht. Und da ist der leckere White Snapper, den wir jetzt gleich zu uns nehmen. Eingepackt in Soße. Lecker. Machen wir die Tür nochmal auf. Ich muss euch ganz kurz mitnehmen, weil es ist so herrlich. Wir kriegen gerade einen Anruf aus Deutschland von unserem jüngeren Sohn. Ich sage immer kleineren Sohn, aber es ist ja nur der jüngere Sohn. Kleiner ist er ja nicht mehr. Und wir machen hier gerade einen Videocall, wie bei meiner Mama jetzt die Waschmaschine repariert wird. Und ich finde das so herrlich. Waschmaschinenreparaturen über den Indischen Ozean. Wenn das so ist, würde ich es erstmal lassen. Einfach herrlich. Das ist doch etwas Gutes, was die heutige Technik vollbringen kann, dass man einfach mal so einen WhatsApp-Call macht. Wunderbar. Genau, Das ist schön. Schönen guten Morgen mal wieder im Indischen Ozean. Wir hatten wieder eine wunderbare Nacht, 30 Grad, 85% Luftfeuchtigkeit, da läuft einem ganz schön die Soße. Aber es ist trotzdem ein Hochgenuss, hier morgens rauszukommen und hier aufs Meer zu gucken. Ich bin heute etwas spät und die Sonne ist schon hinterm Horizont hochgekommen. So, ein wunderbarer Morgen, keine Wolken. Heute Morgen hat es mal ein bisschen gedonnert. Wir waren gerade schon schön im Wasser, es ist jetzt abnehmend, also die Tide geht zurück. Im vorderen Bereich wunderschön und jetzt scheinbar laufen wir jetzt mal zu dem Africa Hole. Also es gibt hier ein
ein Loch. Das sieht aus wie der Kontinent Afrika und da kann man schnorcheln. Jetzt gab es gerade nur Diskussionen bezüglich der Art und Weise unseres angebotenen Guides, wie er da was macht. Aber mal gucken, habt ihr euch jetzt arranged? Hey, wir zahlen jetzt auch hier unsere 1000 Taler, was ich zwar... Aber ist jetzt so, wie es ist. Okay. Boah, ich war jetzt hier nie. Weil es ist zwar nicht weit weg zu laufen, aber es scheint wohl in den letzten Wochen einige wirklich mit körperlicher Gewalt Übergriffe auf Touristen zu haben und gegeben zu haben. Und deswegen sollte man nur mit einem Local gerade dahin gehen. Das sagen selbst Deutsche, die hier jetzt seit einem Jahr an dem Strand stehen, dass es im Moment irgendwie ein bisschen strange ist. Das erzähle ich euch alles nur, weil ich jetzt die GoPro gleich umbauen werde und danach der Ton nämlich doof ist. Dann gibt es nämlich nur noch Bilder. Nicht weit von unserem Stellplatz gibt es 2 größere Pools, die tatsächlich beide eine sehr spezifische Form haben. Einer der Pools hat die Silhouette Afrikas und der andere die von Australien. Beide Pools können nur bei Ebbe besucht werden und sind mittlerweile zu einer kleinen Attraktion herangewachsen, sodass es geführte Touren dorthin gibt. Gemeinsam mit Butch und Marisha, unseren südafrikanischen Freunden, genießen wir den Ausflug und den Blick in die Unterwasserwelt. Ich glaube, das sind Kugelfische oder aber auch ich habe Bilder mit dem Namen Kofferfisch gefunden. Aber wer kann mir denn da helfen und schreibt mir das in die Kommentare. Das fände ich echt super. Vielen Dank dafür. Auf dem Weg zu den Fahrzeugen schafft es Butch, einen der Schlangensterne unbeschadet aufzuheben. Und ich kann euch sagen, die sind ganz schön flink. Und wenn ich es euch sage, für uns eine absolute Premiere jetzt. Nimmst du die Stühle mit? Ich bin so eine Art Jungfrau. Ja, ich auch, auf eine andere Art. Aber wir wurden jetzt gerade eingeladen von unseren lieben Nachbarn Marisha und Butch. Wir essen jetzt das allererste Mal in unserem Leben Austern. Das haben wir noch nie gehabt. Frisch aus dem Ozean. Mit Fliegen. Mit Fliegen. And lemons. Absolutely, lemon. Okay, and pepper. Okay, we will see. Mal gucken. Wir morgen noch leben. Also, So, lemon. es kommt jetzt erstmal ein bisschen Lemon da auf die. Das sieht hier so ein bisschen aus, wie ich will nicht sagen, wie das aussieht. Jetzt wird hier Tabasco Ein drauf Tabasco gemacht. habe ich jetzt mal drauf gemacht, weil ich bin ja nicht so. Ja, genau. Ich bin ja nicht so hot wie die Marisha. Marisha hat 3 Tropfen auf eine Mini-Auster eben gemacht. Jetzt wird die ein bisschen freigekratzt. Okay. Krapi se fui kilos. Se fuiki. Dann sei lecker los. So, und jetzt muss das essen. And now you have to say delicious. Not that bad. Delicious kann ich noch nicht sagen. But Delicious. it's delicious. Okay. But you have to come. Now I You will know we try are one as fast well. eater. Tomato and onion and garlic. Ich esse dann aber doch lieber einen Hotdog. Boil it for half an hour.
Wahrscheinlich sind wir Banausen. Es werden viele die Stirn runzeln. Wir haben jetzt Austern essen dürfen. Wir halten uns lieber an die Ananas. Ja, eindeutig. Ich kann es euch sagen, während der Mann hier den Spül macht und sowas, ja, und die Frau hier ganz gemütlich in der Hängematte chillt, muss ich hier schon wieder alles ausräumen, schaffen wie ein Weltmeister. Muss nämlich jetzt hier erstmal noch die Gasflasche rausholen, weil ich ja Gas umfülle gerade. Da kann ich euch gleich mal mitnehmen, wie das so abläuft mit dem Gas umfüllen. Aber ist eine Folge nicht nachmachen, sehr gefährlich. Ich zeige euch jetzt mal meine Umfüllkonstruktion, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo euch gezeigt. Aber ihr seht ja nicht alle Filme wahrscheinlich. So, hier wird eine lokale Gasflasche gekauft. Die hänge ich einfach auf. Habe mir hier 2 Adapter gefrickelt aus 2 Kochern. Dann hier unten angeschlossen. Die eine Flasche oben nach Möglichkeit in die Sonne gehängt, die andere ein bisschen in den Schatten. Hähne aufgetreten, dann fließt das einfach runter. Geht relativ einfach. Jetzt wiegen wir erstmal hier die eine Flasche, was die überhaupt noch hat. 6,5 Kilo. Leergewicht 3,8. Also hat die noch so 2,7 Kilo drinnen. Aber das heißt, da müsste auf jeden Fall was reingehen, weil eine 5 Kilo oder 6 Kilo Flasche ist es, glaube ich. Und in die habe ich jetzt schon 4 Kilo reingefüllt und jetzt können wir hier oben noch 2 Kilo eventuell rausholen oder 1 Kilo, das probieren wir aus. It's not dangerous, no, no, no. Aber man sieht, da hört es jetzt schon auf. Wird schon schwächer, bilde ich mir ein. So, nächste Gasflasche haben wir jetzt auch schon angeklemmt. Da ist auch schon wieder fast 1 Kilo rüber geflossen. Jetzt gucken wir mal, was hier noch passiert. Hier wird nämlich die Paella vorbereitet. Mit lauter leckeren Sachen. Das ist, wenn man gute Nachbarn hat. Das ist schon sehr praktisch. Die kochen immer leckere Sachen für uns. Heute ist Wind. Das heißt, wir müssen erstmal einen Spot-Check machen. Wir müssen jetzt schnell mal einen Spot-Check machen gehen. Wir sind schon ganz nervös geworden. Wir hatten jetzt 4 fast schon aufgebaut. Aber die Ebbe ist zwar nicht so weit hinten, aber trotzdem gibt es viele Steine, die rausgucken. Und deswegen haben wir uns klugerweise entschieden, bevor wir uns irgendwie verletzen, dass wir jetzt doch eher Richtung City fahren. Da sind ja die Strände. Das Problem hier ist, man fährt halt über dem Riff und dann hast du halt nur, ich sag mal, so viel Wasserhöhe. Und jetzt sind wir ewig nicht mehr gefahren, kennen die Rahmenbedingungen nicht. Deswegen fahren wir jetzt erstmal dahin, wo das Riff nicht ist. Gucken erstmal, wie es läuft, wie die Bedingungen hier sind. Und dann, denke ich, können wir das auch hier machen. Ja, aber erst zum Üben mal wieder woanders hin, wo es vielleicht ein bisschen sicherer ist. Weil wenn man sich hier Verletzungen holt, die heilen unheimlich spät und langsam, wenn man so viel im Salzwasser dann immer wieder ist. Und deswegen sind wir vernünftig, aber hoffentlich kommen wir heute aufs Wasser. Ja, wir sind voll die weisen und vernünftigen und vorsichtigen Reisenden. So, jetzt ist es tatsächlich soweit. Es ist Wind, es ist Wasser, es ist alles konstant. Und wir sind am Strand. Genau, es geht los. Yippie! Diani Beach in Kenia. Kenia! Da geht er dahin. Nun zeige ich euch mal unseren Platz, den wir gefunden haben zum Kitesurfen. Da hinten raus könnt ihr schon die Schirme sehen. Wir sind jetzt so eine kleine schmale Gasse einfach hier runter Richtung Strand gefahren und haben voll den geilen Spot gefunden. Richtig gut. Jetzt renne ich mal schnell mit euch da runter an den Strand und zeige euch das. Da draußen ist Yvonne, die zischt schon übers Wasser. Herrlicher Strand hier, weißer Sandstrand, tipptopp und vor allen Dingen die Ebbe, die geht nicht so weit runter, das heißt es bleibt noch ein bisschen Wasserkante da zum Fahren, einwandfrei. Und der Wind vor allen Dingen, tipptopp, schön konstant, bläst ganz sauber, ganz tolle Kitebedingungen hier. So, jetzt gucken wir mal, bis die Lady hier angefahren kommt. Das Wasser wird zu warm. Wiedersehen!
Und ich wette schon mal, dass er mich wieder nass spritzt. Die hat mir einfach nicht zugehört, nicht verstanden, ist bestimmt gelogen. Ja! Es ist so schön, es ist so schön, es ist so schön. Ja! Und weil es so schön ist, haben wir auch noch vor, etwas länger hier zu bleiben. Nur leider wendet sich das Blatt ganz plötzlich, aber davon erzählen wir euch dann das nächste Mal. Zunächst einmal freuen wir uns über so viele treue, aber auch neue Zuschauer und möchten euch ganz herzlich dafür danken. Und wenn euch die Filme gefallen, dann empfehlt uns doch gerne weiter und hinterlasst uns fleißig Kommentare und Likes, denn dies alles hilft unserem Kanal weiter stetig zu wachsen. Wenn ihr die Arbeit an den Filmen honorieren möchtet, findet ihr den Link für PayPal unter der Videobeschreibung oder unserer Bio. Wir freuen uns sehr über eure positive Rückmeldung und sagen wieder einmal Kwaheri, tschüss und bye bye, bis nächste Woche.